Ich will, dass Clarissa von hier verschwindet. Sie hat kein Recht, hier zu sein und sie hat vor allen Dingen kein Recht, meinen Namen zu tragen. Jetzt denk doch auch mal an uns! Mama hat so viel durchgemacht. Kann sie nicht endlich mal ihre Ruhe haben? Das ist unser Favorit. Die Bildidee zusammen mit dem starken Slogan machen auf einen Blick klar, worum es geht. Ich bin begeistert. Moment mal, ich kann dir das erklären. Ja, natürlich kannst du das, weil du super bist im Lügen. Fast noch besser als Callboy. Jetzt warte doch mal. Du bist widerlich. Und in so einen Typen wie dich habe ich mich auch noch verliebt. Sie werden die Arbeit an dieser Kampagne sofort einstellen, sonst werde ich mein ganzes Kapital aus Ihrer Firma abziehen. Und ich werde dafür sorgen, dass Sie von niemandem mehr einen Auftrag bekommen. Sie wollen mich also fertig machen, wenn ich weiter für Frauenforum arbeite, hm? Und zwar nach allen Regeln der Kunst. Soll ich wieder? Clarissa wollte sowieso gerade gehen. Sie glauben, ich bluffe? Die Agentur läuft ausgezeichnet, mit und ohne ihre Einlage. Auf ihr Geld bin ich also nicht angewiesen. Wenn ich unseren Vertrag kündige, müssten Sie mich ausbezahlen. Ob Sie das können? Das schaffe ich schon. Aus meinen Büroräumen müssten Sie natürlich auch ausziehen. Und wenn Sie schon beim Packen sind, können Sie auch gleich das Penthouse räumen. Aber wir haben doch einen Mietvertrag. Möblierte Räumlichkeiten unterliegen einer kurzen Kündigungsfrist. Die wir natürlich einhalten. Mit dem riesigen Wohnungsangebot. Und was das Büro betrifft, auch gewerbliche Immobilien gibt es wie Sand am Meer. Aber niemand vermietet an eine Agentur, die keine Aufträge mehr hätte. Nicht alle Kunden sind so engstirnig wie Herr Kleinschmidt. Sie unterschätzen mein Talent, Menschen zu überzeugen. Einzuschüchtern wäre wohl das treffendere Wort. Aber es gibt noch welche, die sich von Ihnen nicht unter Druck setzen lassen. Dummerweise landen die alle beim Sozialamt. Wollen Sie wirklich so enden? Wollten Sie nicht gerade gehen? Erika, denk doch noch mal bitte über Ihren Vorschlag nach, ja? Hören Sie auf Ihre kleine Freundin. Henning! Du bist ein verdammter Egoist! Sehr schade, dass du es so siehst, aber ich kann in diesem Fall leider keine Rücksicht auf deine Meinung nehmen. Es geht doch hier nicht um mich! Kathi, Barbara macht sich etwas vor. Clarissa wird uns niemals in Ruhe lassen. Auf jeden Fall nicht, solange wir hier wohnen. Ach, und weil wir nicht ausziehen, müssen wir Clarissa vertreiben, ja? Jetzt machst du dir aber was vor. Wenn Clarissa hier weg muss, wird sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um zurückzukommen. Und genau deshalb dürfen wir keine Angriffsfläche begehen. Sag mal, willst du es nicht verstehen? Je mehr du gegen sie unternimmst, desto krasser wird Clarissa reagieren. Und Mama leidet darunter. Clarissa wird uns sowieso provozieren. Das ist nun mal ihre Art. Deswegen musst du sie aber nicht noch mehr reizen. Sonst macht sie aber keine Fehler. Denk doch nicht immer nur an Clarissa. Was ist denn mit unserer Familie? Warum sagst du denn nichts? Du bist mir vor Clarissa in den Rücken gefallen. Was soll ich dazu sagen? Ich wollte doch nur vermitteln. Du hast meine Position dadurch geschwächt. So eine Blöße darf man sich vor Clarissa nicht geben. Du bist also fest entschlossen, die Kampagne durchzuziehen. Trotz Clarissas Drohung. Heiße Luft, nichts weiter. Und was könnte deiner Meinung nach schlimmstenfalls passieren? Dass ich nicht nur im kreativen Bereich das alleinige Sagen habe. Das klingt nicht gerade nach einem sozialen Abstieg. Clarissa hat wie immer übertrieben. Aber nicht, was ihre guten Kontakte angeht. Wenn es ihr wirklich gelingen sollte, ein paar Kunden zu vergraulen, dann verkleinere ich eben die Agentur. Dann hätten wir auch mehr Zeit für uns. Hey, du musst mir nichts beweisen. Ich habe das Gefühl, dass du dich nur aus einem Grund mit Clarissa anlegst. Um mir zu zeigen, dass dir unsere Beziehung wichtiger ist als deine Arbeit. Ist sie auch. Und deshalb muss ich dir auch nichts beweisen. Die Arbeit an der Kampagne macht mir einfach Spaß. Aber am Anfang warst du nicht so begeistert. Am Anfang wollte ich auch nichts von meinen Gefühlen zu dir wissen.
Ich will doch nur, dass du es hinterher nicht bereust. Dafür müsste ich erst mal einen Fehler machen. Und wie nennst du es, sich mit Clarissa von Anstetten anzulegen? Kleine Abwechslung vom tristen Alltag. Ich stehe auf jeden Fall hinter dir. Auch wenn du dafür wieder umziehen musst? Oh, die paar Klamotten sind doch schnell gepackt. Bis später. Ach komm. Jetzt vergiss doch endlich, dass Daniel mit Natascha geschlafen hat. Hoffentlich wirkt deine Shoppingtherapie bei mir. Klar, Geld ausgeben hat noch jeden aufgemuntert. Bei der Menge, die ich ausgeben müsste, sollte ich einen Kredit aufnehmen. So gefällst du mir schon viel besser. Eigentlich kannst du froh sein, dass es so gelaufen ist. Jetzt weißt du wenigstens, wie Daniel so drauf ist. Naja, auf die Erfahrung hätte ich gerne verzichtet. Wenn es sowas wie Gerechtigkeit gibt, hatte Daniel keinen Spaß dabei. Ob er danach wohl raucht? Daniel und eine Zigarette? Der ist bestimmt ein Müsli-Riegel. Oder Traubenzucker. Oder so. Warum hat er mir das angetan? Um zu zeigen, wie toll er ist. Vergiss ihn einfach. Das versuche ich ja. Aber dein Stiefbruder zum Beispiel, er kann Caroline auch nicht vergessen. Ich habe ihn eben in der Halle getroffen. Er sah ziemlich down aus. Caroline hat damit nichts zu tun. Themawechsel, okay? Meine Mutter kommt übrigens auch mit, wenn du nichts dagegen hast. Nein, kein Problem. Vielleicht ist es ja sogar besser, falls uns jemand verfolgen sollte. Jetzt mach mal keine Panik. Der Brief war bestimmt nur ein blöder Scherz. Und wenn nicht? Dann hätte sich der Erpresser noch mal gemeldet. Hast du eigentlich keine Angst, wenn du aus dem Schloss gehst? Nein. Und jetzt komm, meine Mutter wartet schon. Klar mache ich das. Wer kann bei einem so guten Angebot schon Nein sagen? Vielen Dank, bis dann. Bingo! Deine Agentur? Ich wurde soeben für Katalogaufnahmen gebucht. Stringtankers oder Boxershorts? BHs. Was trinken? Ein Wasser. Mensch, du, hier geht ja heute richtig der Punk ab, hä? Ja, bei der Hitze trauen sich die feinen Damen nicht außer Haus. Ihr Make-up könnte zerfließen. Oh, wie unangenehm. Wie gut, dass du auf Frauen schießt, die so etwas nicht nötig haben. Hat sich Gabriella noch mal bei dir gemeldet? Und Natascha? Auch nicht. Und ich wäre froh, wenn es dabei bleibt. Ja, Gabriella soll nicht mitbekommen, dass ich mit ihr im Bett war. Wieso? Sie hat doch Schluss gemacht. Da kann sie sich schlecht beschweren, wenn du was mit einer anderen anfängst. Anfangen? Ich war einmal mit ihr im Bett. Und mittlerweile scheint sie kein Problem mehr damit zu haben. Dann wäre sie die einzige unkomplizierte Frau, die ich kenne. Am liebsten würde ich alles rückgängig machen, aber... Gibst du mir mal die Karte? Danke. Hat die Dawn eigentlich akzeptiert, dass du deine Schulden in Raten zurückzahlen willst? Kommst du denn jetzt darauf? Nur so. Also vorgeschlagen habe ich es ihr noch nicht, aber sie kommt nachher vorbei. Na, dann drücke ich dir mal die Daumen. Und das reicht? Hältst du mich auch für egoistisch? Eher für konsequent und entschlossen. Aber warum habe ich dann ein schlechtes Gewissen? Ein latenter Mutterkomplex? Naja, Katis Mutter erweckt in dir typische Sohngefühle und du hast Angst, sie zu verlieren. Das ist doch Quatsch, Nina. Ich mag Barbara. Aber sie muss endlich akzeptieren, dass ich gegen Clarissa vorgehen muss. Auf Dauer können wir nicht unter einem Dach leben. Dann verstehe ich nicht, warum du ein schlechtes Gewissen hast. Ich eigentlich auch nicht. Bin mir sicher, dass mein Weg der richtige ist. Du hast mir dabei sehr geholfen. Ich bin eben Barkeeperin und Psychologin in einem. Und Verbündete, wenn es gegen Clarissa geht. Klingt nach einem persönlichen Motiv. Ja. Erika hat sich für die Lesbenbewegung eingesetzt. Clarissa hatte spitz bekommen und will es ihr verbieten. Aber Erika zeigt dir die kalte Schulter. Und das, obwohl Clarissa Teilhaberin der Agentur ist. Sie setzt Erika unter Druck, stimmt's? Ja, wenn Clarissa nur einen Bruchteil der Drohung wahr macht, dann hat Erika ein paar Kunden weniger und ein Problem mehr. Hätte Barbara bloß diesen Brief nicht ins Feuer geworfen, dann müsste sich Clarissa mit mir beschäftigen. War das wirklich der einzige Beweis, dass sie bei der Hochzeit mit deinem Vater noch verheiratet war? Ja, leider. Immerhin haben Frau Schneider und Caroline sie bei der letzten Auktion ganz schön blamiert. Darüber regt sich Clarissa doch höchstens 2 Tage. Kann es sein, dass du dich gegen Clarissa so ins Zeug legst, um dich von Caroline abzulenken? Nein. Und warum ziehst du bei ihrem Namen immer ein Gesicht wie eine saure Zitrone? Hallo? Ich komme. Sowas nennt man übrigens Verdrängungsaktionismus. Ja, Frau Doktor.
Geld oder Liebe? Intersekura. Ja? Hallo. Ach, Frau Färber. Ich musste einfach vorbeikommen. Die ganze Redaktion ist aus dem Häuschen. Ihre Kampagne schlägt ein wie Dynamit, aber das hat Ihnen Frau Rhein sicher alles schon erzählt. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja, danke. Dank Ihres Titels werden wir mit dem Heft bestimmt unseren Auflagenrekord brechen. Unser Anliegen wird damit zu einem Politikum. Das ist toll, aber... Ich weiß, wir müssen noch ein bisschen nachlegen. Was halten Sie davon? Die ganze Redaktion läuft in Brautkleidern durch die City. Sehr ausgefallen, aber was ich eigentlich... Sie kommen nicht zu Wort, weil ich mal wieder zu viel rede. Entschuldigung. Ich kann Sie nicht weiter unterstützen. Einige Kunden, meine Teilhaberinnen und auch einige Mitarbeiter wollen mit Ihnen nicht in Verbindung gebracht werden. Sie wollen uns hängen lassen? Ich habe keine andere Wahl. Aber vielleicht finde ich eine gute Agentur, die... Schade. Und ich dachte wirklich, Sie sind anders. Ja, Sie entschuldigen mich. Schönen Tag noch. Kleine Pause. Wo ist denn der Rest des Teams? Die haben vermutlich geahnt, dass es heute so voll wird und haben sich für andere Schichten eintragen lassen. Du denkst wieder an Caroline, stimmt's? Karotten, Karotin, Caroline. Nina, du nervst. Weil ich deinen wunden Punkt getroffen habe? Nein, weil du sowas von daneben liegst. Hey, deshalb musst du ja nicht gleich ausflippen. Ich bin die Ruhe selbst. Okay. Ich liebe sie immer noch. Zufrieden? Nein, erst wenn du glücklich bist. Glücklich? Natürlich bin ich glücklich. Warum sollte ich unglücklich sein? Diese Frau hat mich nur belogen, benutzt, um an unsere Bilder ranzukommen. Und dich nur geliebt. Aber nicht so sehr wie das Geld, das sie mit den Bildern gemacht hat. Wenn du eine Schwester hättest, die krank wäre, dann hättest du vermutlich dasselbe getan. Ach komm, Nina. Diese Schwester ist genauso erfunden wie der Name Odenthal. Ich fand die Geschichte glaubwürdig. Sie hat sich wirklich Sorgen gemacht. Alles nur Show. Nichts an Caroline ist echt. Was schulde ich dir? 20 Mark. Hier. Danke. Und sorry dafür, dass ich die für so angefahren habe. Liegt vermutlich am Karotin und seinen Nebenwirkungen. Ja, vermutlich. Ciao. Ciao. Können Sie mir das zurücklegen? Ja, natürlich. Dann viel Glück mit der Dawn. Mach's gut. Hi, Kathi. Danke, mir geht's auch gut. Wer war das denn? Daniel. Ach, das ist der Junge, von dem Gabriela gesprochen hat. Genau, Gott sei Dank wollte sie noch ein bisschen länger an diesem Plattenladen bleiben. Ihn zu treffen, hätte ihr glatt den Tag versaut. Ja, und Gott sei Dank hast du mit Heino nicht diese Probleme. Sonst müsste ich mir einen anderen Laden suchen, wo das Kostüm hängt. Ja, Glück gehabt. Wo ist denn das Teil? Da. Na, wie findest du's? Toll. Hallo, Kathi. Hallo. Guten Tag, Frau von Anstetten. Kann ich helfen? Ja. Nein. Kümmere dich doch lieber um deine Chefin. Wir kommen allein zurecht, danke. Ja, ich habe wenig Zeit. Also, kommen Sie zur Sache. Ich weiß jetzt, wie ich Ihnen das Geld zurückgeben kann. Na, dann schießen Sie mal los. Hallo Henning. Bei deiner Erziehung scheint ja einiges schiefgelaufen zu sein. Oder hast du nur vergessen, was Höflichkeit ist? Unhöflich wäre es dir zu sagen, was ich wirklich von dir halte. Ach, was habe ich denn jetzt schon wieder angestellt? Als ob du das nicht wüsstest. Ach, meinst du die Lesbengeschichte? Warst du wieder bei dieser Bedienung an diesem Lokal? Clarissa, Nina ist eine sehr gute Freundin von mir. Pass also auf, was du sagst. Hm? Wie du willst, dann reden wir eben über Frau Mohr. Oder heißt sie doch Odenthal? Ach, man wird ganz verwirrt. Es reicht, ja? Du verbietest mir den Mund? Lass es mal nicht unseren Friedensengel hören. Barbara ist imstande und organisiert eine Lichterkette quer durch die Halle. Ich danke dir. Du hast mir gerade bewiesen, dass es absolut nichts bringen würde, Barbaras Linie zu folgen.
geben. Ich bin zwar keine Bank, aber bevor ich mein Geld überhaupt nicht wiedersehe. Sie sind also einverstanden? Ja, aber unter 2 Bedingungen. Die erste Rate bekomme ich noch im Laufe dieser Woche. Kein Problem. Und die letzte noch in diesem Jahrtausend. Sie können sich auf mich verlassen. Das hoffe ich für Sie. Sonst müsste mein Fahrer Ihren Fall übernehmen. Er fand Sie übrigens ein wenig vorlaut. Wir sehen uns. Na, wie findest du die Farbe? Ja, ist okay. Sie kommen zurecht? Ja. Von wegen, du hast deinen Job hingeschmissen. Na, was ist denn heute gefragt? Ein Quickie beim Stehempfang? Oder doch lieber was Extravagantes im Hotel? Kathi, bringst du mir bitte nachher das Kostüm? Na, wieso verteidigst du dich denn nicht? Weil es sowieso keinen Sinn hat. Bei dir ziehen Argumente ja nicht mehr. Und sowas wie dich habe ich mal geliebt. Springst für ein paar Mark mit jeder ins Bett. Sag mal, spinnst du jetzt total? Sag mir bitte, wie viel ich dir überweisen soll, ja? Kathi, beruhige dich bitte jetzt. Und ich habe wirklich geglaubt, ich wäre die Einzige. Vielleicht sollte ich mal lieber einen AIDS-Test machen lassen. Ich habe mit keiner anderen geschlafen. Diesen Job habe ich nur gemacht, weil ich Schulden habe. 20.000 Mücken. Und weißt doch wieso? Weil ich nach meiner dämlichen Aktion mit den Rosen ein Flugzeug in den Sand gesetzt habe, deinetwegen! Der Name ist Peter Kaufmann. Der Totenschein wurde in Ecuador ausgestellt. Das Hochzeitsdatum, Moment. 14. Februar 1973 in Bergheim bei Köln. Ob die beiden Hochzeitsbilder gemacht haben, weiß ich natürlich nicht. Ja, ich weiß, die Informationen sind sehr dürftig, aber genau deshalb engagiere ich ja Ihre Detektei. Geld spielt keine Rolle, nein. Wenn Sie noch Fragen haben, Sie haben ja meine Nummer, okay? Auf Wiederhören. Die Buchhaltung. Gibt's Probleme? Nein, nein. Die sind nur wieder mal ein bisschen überkorrekt. Es geht um das Geld, das ich an Sonja Weltuna gezahlt habe. Ach, erinnere mich bloß nicht daran. Wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich habe mir ein paar Gedanken über Avatex gemacht. Hättest du einen Moment Zeit? Ja, natürlich, für sowas immer. Für Frau Färber war deine Absage bestimmt ganz schön hart. Aber ich bin froh, dass du es dir doch noch mal anders überlegt hast. Ich habe zwar immer noch keine Lust, vor Clarissa zu kuschen, aber ich muss mir den Ärger ja nicht extra aufladen. Genau. Ich fühle mich trotzdem nicht wohl dabei. Wieso? Wenn sie einfach rausläuft, ohne dich ausreden zu lassen? Ist doch nicht deine Schuld. Ob ich Frau Färber mal anrufen soll? Wäre eine Möglichkeit. Oder ich gehe zu ihr. Vielleicht finde ich eine Agentur für sie, die die Kampagne übernimmt. Auch nicht schlecht. Hauptsache, es geht ihr wieder besser. So. Hi. Hi. Bringen Sie mir ein Wasser? Mhm, klar. Wer bekam die Cola? Die Assistentin von Frau Färber. Sie scheint noch nichts zu wissen. Oder nimmt's locker. Frau Sander, das ist ja ein Zufall. Ihre Vorschläge sind klasse, wirklich. Anderen Agenturen würden bestimmt ähnlich gute Konzepte einfallen. Sie müssten es mal machen, aber das ist wohl schlecht für den Ruf. Bitte. Schön, dass Sie anders denken. Steffi, auch wenn du der Boss bist, ich habe seit 5 Minuten Feierabend, also beeil dich bitte. Hallo. So, ist was Bestimmtes? Ja, Kathi, wir wollten uns eigentlich hier treffen. Sie ist schon wieder gegangen. Wieso? Noch ein Wort mehr von ihr und ich wäre ausgerastet. Naja, Heine, du musst es auch aus ihrer Sicht... Muss ich das? Ich habe satt, dass Kathi immer nur alles von ihrem Thron aus betrachtet. Ich habe keine Mama, die alle meine Rechnungen mit ihrer Platincard bezahlt. Ich auch nicht. Dann hör auf, sie zu verteidigen. Heino, Kathi ist meine Freundin. Und genauso wie ich wurde sie mies behandelt von... Ich habe nicht mit anderen Frauen geschlafen. Kapier das endlich! Lass mich doch alle in Ruhe! Und? Alles klar. Die Kampagne für Frauenforum geht weiter. Jetzt guck nicht so. Ich weiß, was ich tue. Dann legst du dich jetzt also doch mit Clarissa an. Werbung ist mein Job. Und wenn Frau Gräfin was dagegen hat, dann ist das ihre Sache. Also, was gibt es so Dringendes, dass ich meinen Termin verschieben muss? Sekunde. Frau Färber? Ja. Bitte vergessen Sie alles, was ich Ihnen eben im Büro gesagt habe. Ich möchte die Zusammenarbeit fortsetzen. Es ist eigentlich nicht meine Art, mich so schnell umzuentscheiden.
Und das an einem Tag. Und ich wollte Rücksicht nehmen auf meine Teilhaberin. Und jetzt hat sie nichts mehr dagegen? Doch, aber sie ist meine Teilhaberin, nicht meine Chefin. Mutige Entscheidung. Sind wir also wieder im Geschäft? Patricia, bestellst uns eine Flasche Champagner? Und bitte doch Frau Ryan mit uns anzustoßen. Ich dachte wirklich schon, bei Ihnen hätte meine Menschenkenntnis zum ersten Mal versagt. Ich bin froh, dass du dich um Avatex kümmerst und nicht diesem Peter Kaufmann hinterherjagst. Arbeit ist immer noch die beste Therapie, um über eine zerbrochene Beziehung hinwegzukommen. Herein? Entschuldigen Sie, aber da ist Besuch für eine Caroline Moore. Sagen Sie dem Besuch, dass hier keine Caroline Moore mehr wohnt. Und auch nie mehr wohnen wird. Hey! Und? Bist du zufrieden? Ja, das ist schön. Das freut mich. Hast du auch verdient. Danke. Geht dir gut. Was machst du denn da? Das kann doch nicht wahr sein. Sag mal, drehst du jetzt völlig durch, oder was? Wo ist eigentlich Barbara? Brummeln? Mit Kathi? Ja, und ihre Freunde. Ja? Entschuldigen Sie, dass ich schon wieder störe, aber der Besuch lässt sich nicht abwimmeln. Ich kümmere mich darum. Guten Tag. Guten Tag. Sie wollten Frau Oth, Frau Moore sprechen? Ja. Ihre Angestellte behauptet nicht zu wissen, wo sie ist. Ich kann Ihnen leider auch nicht mehr sagen. Frau Moore ist ausgezogen, ohne eine neue Adresse zu hinterlassen. Aber vielleicht Ihre Telefonnummer. Ich kann sie seit Tagen nicht erreichen. Es tut mir leid. Ich habe auch keine neue Nummer von ihr. Sie sind Henning von Anstetten. Ja? Caroline hat sie mir beschrieben. Falls Sie etwas von Caroline hören, sagen Sie ihr bitte Bescheid, dass sie sich dringend bei mir melden soll. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sie sich bei mir meldet, aber falls doch, wer sind Sie? Entschuldigung. Isabel. Isabel Moore. Sie sind Carolines Schwester? Ja?